Herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Channel. Heute geht es mal wieder um DaVinci Resolve. Wir gucken uns die Fusion Page an. Jeder, der schon mal mit After Effects oder Motion gearbeitet hat, der weiß, wie mächtig diese Tools sind. Und ich verspreche euch, dass ihr nach diesem Video Fusion verstanden habt, dass ihr mit der Fusion Page arbeiten könnt. Und damit wir keine Zeit verlieren, gehen wir einfach direkt rein. Let's go. Ich habe jetzt hier mal eine Timeline vorbereitet mit einem Bild, mit einem wunderschönen Palmbild, das in eine Timeline geschmissen. Und wenn ich jetzt auf diesen Clip drücke und dann in die Fusion Page gehe, dann seht ihr hier genau dieses Bild. Gucken wir uns mal zuerst wie immer das Interface an. Oben links habe ich wie immer meine Reiter Media Pool Effects, Clips und Notes. Wenn ich Notes wegklicke, kann ich das auch im Fullscreen anschauen. Oben rechts habe ich wie immer meinen Inspector. Kann den auch expanden und kann zum Beispiel unten das Node-Tree-Fenster größer machen oder eben das Inspector-Fenster größer. Metadata brauche ich jetzt nicht unbedingt. Keyframes kann ich mir hier noch einblenden lassen und natürlich auch Spline-Graphen. Und hier in der Mitte seht ihr die Toolbar. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Tool einzeln ein. Das würde so ein bisschen den zeitlichen Rahmen jetzt sprengen. Hier unten, da sehen wir eben das Herzstück. Das ist quasi der Node Graph, und viele verzweifeln jetzt wahrscheinlich hier an diesem Node Graph, weil sie das einfach nicht verstehen. Aber vertraut mir Leute, wenn ihr dieses Video geguckt habt, dann werdet ihr die Fusion Page verstanden haben und ihr werdet verstehen, wie das Ganze hier funktioniert. Das Ganze ist wie folgt aufgebaut. Es gibt einmal links eine Media In Node und rechts eine Media Out Node. Das bedeutet so viel wie, das ist euer Clip, den ihr bearbeitet, und Media Out ist nichts anderes als euer Endergebnis. Und alles, was dazwischen passiert, also die ganzen Effekte, die man anwendet und hier einsetzt, die wirken sich eben auf das Anfangsbild aus und werden repräsentiert mit Media Out. Das Problem ist, normalerweise kommst du von der Cut-Page, wo alles von links nach rechts funktioniert. Und wenn man zum Beispiel von After Effects kommt, dann ist es alles von oben nach unten angeordnet. Das heißt also, die Effekte werden sozusagen gestapelt von oben nach unten. Und in Fusion gibt es eben keine Ebenen, sondern Signale, die man eben zusammenschließt und die man verbindet, also sogenannte Nodes. Fusion ist quasi ein freier Canvas, dem Verbindungen letztendlich irgendwie egal sind. Also man kann es anordnen, wie man will. Man kann es von links nach rechts anordnen oder man kann es auch von oben nach unten anordnen. Ich ordne das jetzt mal von oben nach unten an, weil das so einfach verständlicher ist. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine Leiter, die man jetzt quasi von oben nach unten klettert, und das machen wir jetzt mal zusammen. Schritt 1 ist, wie ich eben schon mal erklärt habe, das Hintergrundbild. Das ist quasi Media In. Das heißt jetzt hier ebenso wie der Clip, den wir gerade bearbeiten, und das ist quasi unsere erste Sprosse als Quelle. Der graue Punkt hier an der Unterseite der Node, das ist quasi der Output. Hier fließt das Bild nach unten raus sozusagen und in Media Out rein. Wenn ich diese Node anklicke und dann zum Beispiel die Taste 1 drücke, dann wird mir diese Node oben links im Viewer angezeigt. Wir machen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, und zwar möchte ich jetzt, dass dieses Bild einfach geblurrt wird, also dass dieses Bild weich gezeichnet wird. Dazu drücke ich jetzt Shift-Leertaste und jetzt öffnet sich ein Suchfenster für alle Effekte, die es in Fusion gibt. Und hier tippe ich jetzt einfach Blur ein und drücke Enter. Die Blur-Node wird jetzt automatisch unter meiner Node eingefügt, die ich gerade angeklickt habe. Ich kann sie jetzt ein Stück weit herunterziehen und ihr seht schon, das graue Output-Kabel von Media In geht jetzt vertikal nach unten in den Eingang von Blur 1. Der Effekt verarbeitet das Bild direkt darunter im Fluss sozusagen. Wenn ich jetzt auf die Blur-Node drücke, dann habe ich rechts im Inspector die Möglichkeit, die Blur-Size einzustellen. Hier kann ich jetzt den Unschärfewert einstellen. Stelle den Unschärfewert jetzt mal auf 10. Damit haben wir das gesamte Bild jetzt unscharf gemacht. Jetzt fügen wir in dem Beispiel noch einen Text hinzu, der über dem geblurrten Bild liegt. Dazu klicke ich einmal wieder in mein Notes-Fenster und drücke wieder Shift-Leertaste. Jetzt öffnen sich wieder alle Effekte. Ich lösche Blur und gebe ein Text Plus und drücke wieder Enter. Was jetzt passiert ist, ich habe keine Node angeklickt, das heißt, diese Node ist jetzt einfach irgendwo entstanden und ist nicht mit meinem Node-Tree verbunden. Ich möchte aber diesen Text jetzt mit meinem Node-Tree verbinden. Wir platzieren den Text mal oben rechts neben unserem Bild und nehmen jetzt den Output des Textes und verbinden ihn mit dem Output des Blurs.
Und was jetzt passiert ist, DaVinci hat automatisch eine Merge Node erstellt. Das bedeutet so viel wie der Text und der Blur werden jetzt gemeinsam durch diese Merge Node geführt und dann erst in Media Out geführt. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt eben den Text und den Blur mit meinem Node Tree verbunden habe, eben mit dieser Merge Node. Jetzt drücke ich auf den Text und gebe hier zum Beispiel ein Palm Springs. Jetzt sollte ich ja eigentlich hier im Viewer den Text sehen. Das tue ich aber nicht, weil mir immer noch die Blur Node angezeigt wird, wie ich hier oben sehe. Ich muss also auf Media Out klicken und dann drücke ich einmal 2 und dann wird mir eben, wie ihr hier oben seht, dann mein finales Bild angezeigt. Das kann ich jetzt auch erstmal so lassen. Und wenn wir uns jetzt mal diese Merge Node genauer anschauen, dann sehen wir, dass der Text am grünen Eingang der Merge Node angedockt hat. Das bedeutet in After Effects so viel wie, das ist jetzt die oberste Ebene. Das wäre jetzt quasi das, was über dem Bild liegt. Wie wir sehen, hat die Blur Node am gelben Eingang der Merge Node angedockt und der gelbe Eingang bedeutet Background, Hintergrund. Also alles, was am gelben Pfeil andockt, das ist quasi die untere Ebene. Das ist quasi unser Background, unser Hintergrund. Wenn der Text jetzt plötzlich verschwindet, weil Resolve die Eingänge verdreht hat, dann kann man zum Beispiel Steuerung T oder Command T drücken und zack ist gelb und grün wieder getauscht und der Text steht wieder vorne. Das kann ich jetzt einmal vorführen. Wenn ich zum Beispiel hier Command T drücke, dann seht ihr, ändern sich die Eingänge. Blur ist jetzt grün und Text ist jetzt gelb. Und wenn das zum Beispiel passiert, wenn ihr die falsch gesetzt habt, dann könnt ihr einfach Command T drücken oder Steuerung T und dann sind die Linien wieder richtig verbunden. Das Problem ist jetzt, dass der Text zwar dort steht, aber aktuell noch das ganze Hintergrundbild unscharf ist. Wir wollen aber den Blur nur in einem bestimmten Bereich hinter dem Text haben. Dazu gehe ich wieder in meinen Node Tree, drücke Shift Space oder Shift Leertaste und gebe dann Rectangle ein und drücke Enter. Das ordne ich jetzt mal hier oben links ein und wir ziehen den Output des Rechtecks in den blauen Pfeil der Blur Node. Und was jetzt passiert ist, jetzt haben wir in der Rectangle Shape quasi nur den Blur. Wir haben also quasi dem Blur gesagt, hey, mach bitte nur in dieser Form des Rechtecks den Blur und nicht außerhalb dieses Rechtecks. Der blaue Eingang ist nämlich immer die Maske. Es sagt der Blur Node, wirke nicht auf das ganze Bild, sondern nur auf den Bereich, den das Rechteck oder eben die Shape, die ich hier jetzt eingesetzt habe, vorgibt. Das Ergebnis ist jetzt eben, der Hintergrund ist jetzt exakt in der Form hinter dem Text unscharf. Wenn ich jetzt im Inspektor der Maske auf Invert klicke, dann zack, ist das Rechteck sofort innen scharf und das restliche Bild außen ist unscharf. Ich kann jetzt hier in den Inspektor-Einstellungen auch noch Soft Edge einstellen, kann also sagen, wie soft das Outlining sein soll, kann auch noch sagen, welchen Blur ich benutzen möchte. Box Blur geht zum Beispiel schneller zu rendern als zum Beispiel der Gaussian Blur. Und ich kann auch hier noch die Border Width verstellen. Also ich kann noch sagen, dass es über die Boundaries von diesem Rectangle hinaus blurren soll. Ich kann aber auch natürlich die komplette Box verstellen und größer und kleiner machen und kann mir eben so den Blur noch anpassen. Ich gehe jetzt nochmal in die Text Node, mache hier nochmal den Text ein bisschen größer. Dann wähle ich noch eine andere Font aus, eine, die so ein bisschen cooler aussieht. Jetzt mache ich die Size noch ein bisschen kleiner. Jetzt gehe ich wieder in die Rectangle Node und passe noch ein bisschen das Rectangle an. So. Jetzt gehe ich nochmal in die Text Node und gebe dem Text nochmal eine andere Farbe. Was dazu passt, zum Beispiel das hier. Ich finde, jetzt ist es ein bisschen viel Blur, deshalb gehe ich nochmal in die Blur Node und sage hier nochmal ein bisschen weniger Blur. Vielleicht so auf 3. Ja, sehr schön. Okay, wenn wir uns das Konzept jetzt nochmal als Leiter vorstellen, dann können wir die Merge Node auch hier runterziehen, den Media Out hier runter und den
die Textnode hier hin und dann sehen wir krabbeln die Leiter herunter. Das ist unser Ausgangsmaterial. Dann blurren wir unser Ausgangsmaterial, sagen dann mit der Form, dass nur in diese Rectangle Shape, also in diesem rechteckigen Form geblurrt werden soll. Dann haben wir noch einen Text hinzugefügt, der über dem Ausgangsmaterial liegt. Dazu wurde eben die Merge Node kreiert, sodass der Text und die Blur Node verbunden werden konnte. Und das alles geht dann in Media Out, also quasi in unser fertiges Bild. Gelb ist quasi der Hintergrund, grün ist der Vordergrund, also das, was über dem Hintergrund liegt. Und blau ist einfach die Maske oder der Alpha-Kanal. Das wird einfach seitlich injected sozusagen. Noch ein kleiner Bonustipp. Mit den Tasten 1 und 2 kann ich mir in die Viewer die einzelnen Nodes laden. Wenn ich zum Beispiel auf diese Ausgangsnode klicke und dann 1 drücke, dann wird eben hier dieser Punkt aktiviert. Und wenn ich 2 drücke, wird der zweite Punkt aktiviert und dann wird es oben rechts in den Viewer geladen. So kann ich eben immer sehen, welche Nodes ich gerade beobachte. Ich kann mir auch zum Beispiel die Rectangle Node anzeigen lassen. Dann sehe ich zum Beispiel auch nur meine Maske oder ich kann mir auch nur meinen Text anzeigen lassen. Sehr praktisch. Am besten geht man auf Media Out, drückt 2, sodass man eben rechts im Viewer immer das Media Out hat und dann kann man mit der Taste 1 eben sich links immer noch die einzelnen Nodes anzeigen lassen. Alles sehr praktisch. So Leute, das war die Fusion Page. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es um die Color Page geht. Bis dahin Leute, Peace!